Wir wollen heute über Non-Dualität versus Dualität reden. Ja. Über das Zerstören von Konzepten Ja. und die Freiheit der Non-Dualität. Deshalb schnall dich an und hör zu. Genau. Die Dualität kann niemals die Nicht-Dualität wahrnehmen. Ja. Und da sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, wo wir aber Erklärungen in der Dualität wollen über die Nicht-Dualität oder in der Dualität die Nicht-Dualität verstehen wollen. Mhm. Und dieser Loop funktioniert nicht. Ja. Ja, wir sind das ja so gewöhnt. Also wir sind es gewöhnt, alles mit dem Denken zu erfassen. Ja. Und das geht nicht mit der Nicht-Dualität. Also wir können die Nicht-Dualität nicht mit dem Denken erfassen. Also Dualität heißt immer, es ist irgendwas, ich bin im Mind, also ein Gedanke, der halt auch ein Gegenteil ermöglicht. Also wo das Gegenteil, das sagt ja schon Dualität, ne? Wenn es die eine Seite gibt, gibt es auch die andere Seite. Und das ist Dualität, also es sind wie zwei. Und jeder Gedanke ist in der Dualität, weil er auch immer ein Gegenteil hat. Ja, weil er eine Position aufbaut. Genau. Ne? Und mit einer Position versuchst du dann, die Nicht-Dualität zu sehen oder zu erfahren. Mhm. Und das funktioniert nicht, weil du erschaffst einfach wieder ein neues Bild von der Nicht-Dualität. Also du erschaffst eigentlich eine Dualität. Ja. Und die Nicht-Dualität oder das, wo jegliche Dualität sich eigentlich auflöst oder jegliche Dualität wie so Platz hat, das kann eigentlich nur erfahren werden aus der Sichtweise der Nicht-Dualität. Und da gibt es wie auch keinen Weg dahin von der Dualität. Du kannst es nicht verstehen. Du kannst auch nicht sagen, die Nicht-Dualität hat irgendeine Eigenschaft oder irgendeine Bewandtnis oder die Nicht-Dualität ist nicht dual. Ne? Es ist nicht greifbar von einem Gedanken. Du kannst es nicht einzwängen in eine Box von Erwachen, Erleuchtung. So ist das. Ja, das ist keine Erfahrung. Nicht-Dualität ist keine Erfahrung, die du machen kannst. Eine Erfahrung, die du machen kannst, ist auch ein Bild und ein Gedanke. Ein Erlebnis wird gespeichert als Bild und Gedanke. Das ist wie eine Erfahrung. Und das wird viel noch im Satsang oder wenn uns Menschen in unseren Retreats begegnen und uns Sachen erzählen, dass wir oft merken, es wird festgehalten an Bildern und Gedanken oder an Konzepten. Wir können zum Beispiel aus der Dualität können wir ein Konzept über die Nicht-Dualität machen. Und das wird ja viel gemacht. Also ja. Viele Leute gehen zum Satsang und dann oder hören Nicht-Dualitätslehrern zu und verstehen etwas, also haben das Gefühl, oh, das tönt aber super oder das macht Sinn, das ist ja cool, das so zu sehen. Und wenn das, was wir da erfassen, das ist ein Punkt der Nicht-Dualität, das ist wie so ein Punkt und der wird dann genommen und festgehalten. Also zum Beispiel, wenn ich nicht mehr urteile, dann bin ich nicht dual. Oder es gibt gar Tausende. Also wie so wenn ich in Liebe bin. Ja. Ne? Oder wenn ich im Frieden bin. Ja. Wenn ich nicht mehr judge oder wenn ich nicht mehr wütend bin oder sowas. Ja, genau. Und dann haben wir so das Gefühl, wenn ich das mache, dann bin ich in der Nicht-Dualität. Also es gibt so viele Leute, die das Gefühl haben, sie wissen, was Nicht-Dualität ist. Aber das können wir nicht wissen. Es gibt kein Wissen. Also jedes Wissen ist dual. Jedes Wissen ist ein Gedanke, der irgendwo abgespeichert ist, etwas, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe. Und deshalb ist es so tricky. Ja, und ich glaube, deshalb ist es auch so ein heikler Punkt, eigentlich so zu lernen, wenn du nicht klar siehst, dass andauernd Bilder und Positionen geschaffen werden,
wirst du nie das darüber hinaus erkennen. Du musst irgendwie erkennen, dass du ein Bild und eine Position von dir erschaffst. Egal, ob es jetzt spirituell ist oder in deinem privaten Leben. Also die Dualität wird in deinem Leben andauernd erschafft. Du erschaffst mit deinen Gedanken, Gefühlen, Bildern die Dualität in deinem Leben. Mhm. Andauernd. Immer wieder neu. Immer wieder neu wird die Dualität durch Gedanken, Bilder, Gefühlen, Körperempfindungen erschaffen. Und aus der Dualität kommen wir nicht raus. Also die Dualität wird niemals die Einheit wahrnehmen. Weil die Dualität wie in Wirklichkeit wie so keinen Bestand hat. Die löst sich wie auf. Die löst sich eigentlich wieder auf in der Nicht-Dualität. Aber das wird die Dualität niemals erkennen. Und die Gnade davon, dass eigentlich die Nicht-Dualität zum Vorschein kommt, also dass die anfängt zu schauen in dein Leben, macht das, dass du die Dualität erkennst, also die Dualität ein Gedanke wird aufgebaut, Bilder werden aufgebaut, dein Leben wird aufgebaut, die Probleme der Menschen, deine Probleme wird aufgebaut und so. Und doch bist du in der Nicht-Dualität. Und die Nicht-Dualität durchscheint die Dualität. Und da ist ein verkörpertes Erwachen, könnte man sagen. Du erleuchtest die Gedanken, Gefühle, Konzepte, Probleme in deiner Welt. Aber andersrum ist es nicht möglich. Du kannst nie Licht reinbringen, du kannst nie deine Welt erleuchten aus der Dualität. Weil du produzierst sofort eigentlich einen Schatten. Du produzierst sofort einen Schatten. Das Gegenteil. Ein Gegenpol. Ja. Ein Gegenpol. Ne? Und dieses Zurückfallen zu dem, wo kein Gegenpol erschaffen wird, wo eigentlich die Pole vorne sind und du in deiner Natur die Einheit bist, wo dich auch nicht erschüttern kann, also wo nicht dich die Dualität einfangen kann, also du übernimmst keine Position in der Dualität. Das ist eigentlich die wahre Nicht-Dualität oder die gelebte Nicht-Dualität oder die Freiheit von der Dualität, die tatsächlich da ist. Und das ist jetzt für den Verstand wahrscheinlich wieder was kompliziert. Ne? Er versucht das ja einfach wie zu greifen, ne? Oder einfach so ein Konzept zu machen. Ja. Und da ist auch so, was kann der Verstand oder das Denken oder derjenige, der zuhört und den Satz dann wirklich wie verstehen will oder einfach da tiefer eintauchen will, was kann der tatsächlich tun, ne? Oder machen, um da näher zu kommen. Weil manchmal ist es ja auch frustrierend zu hören, dass man mit jedem Gedanken eigentlich wieder einen Gegenpol erschafft. Ne? Wenn ich den erwachten Zustand erschaffe ich automatisch den unerwachten Zustand. Ja? Und ich kann mich wie kaum bewegen und erschaffe eigentlich was ja, genauso, wenn ich den beurteilenden Mind erschaffe oder ich habe keinen beurteilenden Mind mehr, ist aber irgendwo auch der urteilende Mind. Ne? Also es gibt nicht, ich judge nicht mehr, aber Judgment ist da. Also es gibt es nicht. Ne? So, Ja, oder dieses Ich bin Gott. Erschaffst du automatisch den Nicht-Gott. Ja. Das, was nicht heilig ist. Ja. Ne? Also jede Bewegung aus der Dualität heraus, jede Gedankenbewegung, körperliche Bewegung erschafft Dualität. Also du bewegst dich in der Dualität. Das ist wie dafür gemacht, Dualität. Ne? Und man könnte so sagen, dass die Menschheit wie so gefangen ist eigentlich in dieser Dualitätsschleife. Also wir sind wie so geboren dafür, dual zu denken, dual zu fühlen, dual im Leben zu sein. Und in Wahrheit aber eins zu sein. In Wahrheit uns in eine Einheit
bewegen, in einer Einheit kreieren, in einer Einheit erleben, erwachen, erleuchten, als dieses Einssein. Ja. Aber wie kommen wir dahin? Also was kann tatsächlich der Verstand oder das Denken tatsächlich tun? Und ich finde, ein großer Punkt ist, wenn wir erkennen, dass wir an sich immer nur wieder Konzepte kreieren, um was zu verstehen, was außerhalb vom Mind ist. Also jeder Gedanke kommt von da und löst sich da auf. Und kann logischerweise eigentlich nicht das Ganze verstehen. Also wie will er das Ganze verstehen, weil er ja nur so begrenzt ist. Jede Position, wenn du eine spirituelle Erfahrung gemacht hast, kann die niemals das Leben verstehen. Die kann niemals aus der Einheit kommen. Die kann immer nur so einen kleinen Teil verstehen. Ne? Ja. Es ist nicht, dass mit der Erfahrung du erwacht bist. Das habe ich auch so das Gefühl, wenn wir zum Beispiel bei dem bleiben, ich urteile nicht mehr, ne? Also mein Mind urteilt nicht mehr, dann finde ich das schon mal mega cool, wenn jemand erkennt, dass der Mind, also so diesen Zusammenhang, also diese Non-Dualität zu sehen oder die Dualität zu sehen im Urteilen, also dass ich einen Gedanken habe, und der kann positiv sein oder der kann negativ. Also ich kann über irgendjemand anders positiv denken, aber genauso kann ich negativ über den denken. Und diesen Mechanismus zu erkennen, finde ich schon mal mega, das ist ein erster Schritt oder ein wichtiger Schritt. Also dass wir überhaupt erstmal anfangen zu sehen, was Dualität eigentlich ist. Also dass immer wieder Dualität erschaffen wird durch diese zwei Pole, positiv und negativ, gut oder schlecht, richtig oder falsch. Und das finde ich schon mal wichtig. Weil, es bringt uns aus der hilflosen Position auch raus, würde ich mal sagen. So, ne? Weil wenn wir erkennen, wir erschaffen eigentlich die Dualität. Ja. Mit der Art, wie wir Sachen wahrnehmen, wie wir beurteilen oder nicht beurteilen, erschaffen wir eigentlich eine Dualität. Ne? Und das Denken, das Fühlen wird wie ruhiger oder stiller, wenn es erkennt, dass es mit jeder Bewegung eigentlich Dualität erschafft. Ne? Und dieses Zurückdrehen zu dem, was schaut oder zu dem, was da ist, in seiner Reinheit, in seiner Natur. Also wer bist du in deiner Natur? Was schaut von ganz hinten? Oder was lebt in dir, in dem draußen? In dem kann man erkennen die Einheit. Niemals in diesen Begrenzungen. Also alles, was begrenzt ist, werden wir keine Einheit erkennen. Ne? Ja, und auch indem wir so einen kleinen Punkt halt nehmen. Ne? Also zum Beispiel, ich schaffe jetzt keine Urteile mehr, deshalb bin ich nicht mehr in der Dualität. Das finde ich manchmal sehr... damit erschafft man wieder einen Punkt. Ne? Also wie du erst gesagt hast, ich bin der Nicht-Urteilende. Also bei mir, ich urteile nicht mehr. Ja. Und das ist immer so diese Krux. Also wir bleiben dann wie so bei diesem einen Punkt, das verstehe ich. Ne? Und damit habe ich wie die Dualität verstanden. Und jetzt bin ich in der Nicht-Dualität, weil ich habe ja verstanden, was Dualität ist. Aber ich habe was verstanden, wer hat denn das verstanden? Das ist ja wieder das Denken. Das Denken hat was verstanden und hat damit wieder ein Konzept, das Konzept von ich urteile nicht mehr, erschaffen. Und damit sind wir wieder in der Dualität. Und das ist so... Und wir zeigen damit eigentlich auch so einen falschen Weg auf, ne? Weil Menschen haben dann das Gefühl, die das hören, ich muss vielleicht einen nicht urteilenden Mind haben oder einen friedlichen Mind haben oder einen, nicht mehr... Wut fühlen oder keine starken Gefühle mehr haben, dann bin ich erwacht. Ja? Dann bin ich verankert in der Nicht-Dualität. Genau, dann bin ich eins mit dem Leben. Und die Nicht-Dualität schaut nur und denkt, oh mein Gott, hast du einen Klumpen von einer Position aufgebaut. Das ist eigentlich ein riesen Klumpen, ein Konzept. Es hat aber nichts mit
Nicht-Dualität zu tun oder mit der Einheit zu tun. Ja. Jedes Wort, was wir verwenden über die Einheit, ist eine Position. Ja. Erschafft wieder Dualität. Ja, es erschafft einfach eine Dualität und so. Und es hat keine Eigenschaft in der Nicht-Dualität. Es hat keinerlei Eigenschaft. Das heißt nicht, dass du nicht wütend bist, dass da keine Wut ist. Ja. Es ist ja Wut da. Wenn wir rausschauen in der Welt, ist Wut da. Es ist da, dass wir urteilen, Genau. ne? Dass wir Probleme erschaffen, dass wir in eine Dualität reingehen. Das sind alles, ist einfach die Realität. Und die Einheit, könnte man sagen, durchleuchtet alles oder ist eigentlich der Boden eigentlich von allem und lässt sich nicht fangen in der Dualität. Ne? Er nimmt niemals eine Position ein. Die Einheit nimmt nie eine Position ein. Das ist eigentlich noch schön. Ja. Es bewegt sich in Einheit. Es macht nicht, oh, das ist nicht gut oder das ist gut oder das ist teuflisch, das ist von Gott. Kann ja gar nicht. Also die Einheit bewegt sich als Einheit, lebt als Einheit, ist da als Einheit. Ja, und in der haben immer beide Pole Platz. Also ja, deshalb braucht es das gar nicht, dass wir irgendeinen Pol nicht mehr haben irgendwie. Das braucht es ja. Vielleicht braucht es ja das Urteilen braucht es genauso wie das Nicht-Urteilen. Ja, sicher, ja. Und das ist aber so typisch Mind. Der Mind hat immer das Gefühl, er muss irgendwas verstärken und irgendwas ausradieren. Also so, und das ist halt diese Dualität. Ja. Und das ist, ist mega wichtig, da hinzugucken. Aber deshalb, es ist so als Satsang-Lehrer oder als Guru, du kommst besser an, wenn du irgendwas erzählst von einem Zustand, wo die Menschen glauben, das ist ein schöner Zustand, den kann ich erreichen. Ne? Die wirkliche Nicht-Dualität ist, dass du da nicht erreichen kannst. Du kommst da nicht hin. Und das ist was, wo für viele Menschen nicht greifbar ist. Genau, das ist eigentlich nicht greifbar ist. Und du brauchst schon irgendwo so einen Forscher-Mind, also du willst wie die Wahrheit wissen. Was ist eigentlich wahr in der Welt? Ne? Deshalb ist das ja so schön mit der Wissenschaft. Wir lieben das ja auch, die Wissenschaft, die wirklich jetzt die Astrophysiker und so, die merken das ja auch, wie unendlich das Leben ist und dass es selbst vor dem Urknall etwas gegeben haben muss. Also es ist was da und ein echter Forscher hat diesen Mind, der offen sein kann für alles. Und wir wollen eigentlich immer irgendwas erreichen und erfahren und das ist es jetzt. Also jetzt weiß ich's. Und das ist das, was uns immer wieder hält in der Dualität. Dass wir müssen dieses Aufgeben von jedem Wissen, von jedem immer wieder zu öffnen und zu sagen, es geht noch drüber hinaus und da ist noch mehr. Und das ist diese Offenheit für die Nicht-Dualität. Ja, es ist ja auch so, wenn du siehst, das meiste Interesse sind eigentlich die Planeten oder die schwarzen Löcher oder alles das, was so passiert und so. Und für mich ist eigentlich so, wenn ich das so höre, denke ich, mich interessiert eigentlich das, was drüber hinausgeht. Ja. Wo ist das Universum drin? Diese Unendlichkeit, ne? Die Unendlichkeit, die da ist. Wo ist dieses Nichts, wo dieses Universum erschienen ist? In was ist denn das erschienen und so? Ne? Also das Interesse geht weg eigentlich von der Dualität, von dem Sonnensystem oder von dem Urknall, sondern was ist eigentlich dahinter? Was ist die Natur von allem? Ne? Was ist tiefer als alles das, was sich bewegt? Ne? Und wenn wir den Fokus da haben, dann sind wir eigentlich wie wirkliche Wahrheitssucher. Also wir suchen vielleicht nicht eine erleuchtende Sonne oder irgendwie ein tolles Gefühl, ne? Sondern wir wollen einfach die Natur erforschen, ne? Also uns selbst erforschen. Was sind wir außerhalb von unseren Gedanken, Gefühlen, Konzepten, die wir haben? Können wir leben in Freiheit, ohne uns von den Konzepten, Ideen, Gedanken, Gefühlen verwirren zu lassen? Ne? Ist die Einheit möglich zu leben?
Ja, und das ist gerade in so einer jetzigen Zeit, wo so viel Verwirrung überall ist und so viele Konzepte auch ist. Also im Moment, wenn man rausguckt in die Welt, sind so viele Konzepte da. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein mega, auch so eine Zeit, wo es möglich ist, diese Konzepte immer wieder loszulassen und nicht an irgendeinem Konzept zu hängen. Also gerade jetzt, wo das auch ziemlich schmerzvoll ist, irgendeinem Konzept zu folgen und dann immer wieder irgendwelche Gegner sind da und sich zu lösen von diesen Konzepten immer wieder oder auch zuzulassen, dass das andere Konzept, das Gegenkonzept auch die gleiche Wahrheit hat wie das Konzept, an das ich glaube. Also meinst du so politische Konzepte? Ja, so? politische Konzepte. Die sind ja auch wie so am Auflösen. Ne? Genau. Die Linken werden plötzlich rechts, die Rechten werden plötzlich links. Also die Konzepte lösen sich eigentlich wie so auf. Auch an das, was wir glauben. Also wir haben so viele Jahre irgendwas aufgebaut und haben daran geglaubt, haben dafür gekämpft und merken plötzlich, vielleicht war das gar nicht alles richtig oder jetzt ist plötzlich das Gegenteil, alle wollen das Gegenteil und das so... das erschafft auch im Moment mega viel Frust und Unsicherheit bei vielen Menschen. Man traut sich manchmal gar nicht mehr zu sagen, was man empfindet oder weiß es manchmal gar nicht mehr. Und das ist vielleicht super, dass das so gerüttelt wird, dass wir so merken, vielleicht ist dieses Haften an irgendwelchen Konzepten auch nicht der Sinn des Lebens, sondern engt das Leben mega ein. Ja. Und jetzt ist so die Zeit, wenn wir merken, wir können Konzepte loslassen, wir können... uns öffnen, dass dadurch wie was entsteht, dass wir ein Leben leben können, ohne immer alles in Konzepte zu pressen und so fix zu machen und so einen Einheitsbrei zu kochen, ne, sondern diese Offenheit, dass das Leben sich entfalten kann, wie es sich entfalten will und nicht wir immer kommen und unsere, Das ist ja auch eines unserer Anliegen, dass wir eigentlich so eine menschliche, visionäre Spiritualität nach vorne bringen wollen, die viele Konzepte, alte Konzepte in Frage stellen oder einfach sagen, die sind nicht mehr stimmig. Ne? Die Konzepte vom Ramana, von Osho, von vielen großen Meistern sind viele wie nicht mehr stimmig. Sie sind nicht mehr stimmig in der Essenz. Wahr, aber die Konzepte, wo die Menschen dran glauben, ne, ist ein Konzept geworden. Es ist eigentlich wie ein Punkt geworden, aus dem man schaut. Aus dem schaut man mit dem Wissen von diesem riesen Konzept und so. Ne? Und wir sind oft wie so da, dieses Wissen eigentlich wie wieder zu zerschmettern. Also das ist wie du brauchst es nicht. Du brauchst dieses Wissen nicht. Du brauchst dieses Wissen über deine konzeptuale Wahrnehmung, duale Wahrnehmung vom Leben nicht. Du kannst selbst der Forscher sein. Du kannst selbst in dir schauen und erkennen, was tatsächlich wahr ist. Und du brauchst nicht das Konzept zu verstehen. Genau, weil deine Natur ist das Non-Duale. Ja. Das ist deine Natur. Ja. Und das will Leben und nicht diese Konzepte oder das, was wir immer draus machen. Also dieses, das habe ich jetzt verstanden, so geht das, so muss ich das machen. Ja. Da bin ich schon wieder auf dem Holzweg, weil diesmal muss ich es ja vielleicht so machen. Und das ist für uns mega beängstigend, weil wir das nicht gewohnt sind. Also wir sind in diese Welt der Dualität reingeboren. Wir haben das so gelernt in der Schule von den Eltern. Also alle leben in dieser Dualität. Wie die Nicht-Dualität geht zu leben, das weiß ja kaum einer. Ja. Ne? Deshalb macht das erstmal Angst. Was passiert denn, wenn ich meine Konzepte loslasse, wenn ich dem nicht mehr glaube? Deshalb ist es ja so toll, das eigentlich auszuprobieren. Genau. Ne? Tatsächlich ist es ja auch unsere Einladung immer bei unseren Satsangs oder Retreats. Ne? Einfach mal auszuprobieren, die Konzepte, mit denen man kommt, loszulassen. Ja. Und sich wie darauf einzulassen, auf neue Worte, auf neues Erkennen und das, was dann tatsächlich kommt. Und vielleicht, dass sich was erkennt, was du nicht festhalten musst, was du nie wieder verlieren kannst. Die Einheit, von der wir reden, kann nicht verloren werden. Die ist deine Natur. Die ist das, was dich leben lässt, was dich atmen lässt, was alles leben und atmen lässt. Und das
ist keine Position. Du wirst keine Position in dir finden. Ja. Und da ist die große Freiheit und da ist eigentlich auch die Liebe und die Freude drin der ganzen Existenz, die eigentlich erschafft und verschwinden lässt und wieder neu erschafft. Ja, und da ist so viel Kreativität und Lebendigkeit drin, die dadurch freigesetzt wird, wenn wir uns in diese Non-Dualität bewegen. Ja, das ist, ja, das ist das, was wir immer wieder scheren in allem, was wir tun. Und und damit wollen wir dich gerne berühren. Damit wollen wir, wenn du Interesse hast, melde dich gern bei uns. Man kann bei uns Kurse machen, Einzelsessions buchen oder einfach den Videokanal abonnieren, dass du immer das neueste Video bekommst. Ja, du wirst immer wieder einen Impuls bekommen, vielleicht dein Konzept oder das neu erschaffene Konzept wieder fallen zu lassen. Und wirst vielleicht auch merken, diesen Frieden oder diese Freude, die das macht. Alles Liebe dir. Ja, tschüss. Danke dir. Danke. Tschüss.